Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und heute beschäftigen wir uns kurz mit dem Thema Geschäftsanbahnung, Kundenkontakt, wobei wir folgende Punkte behandeln werden, und zwar der Kunde, der Geschäftspartner, dann die Ware selbst, ja, wird was bestellt oder habe ich was fertig, ja, wie ist es mit dem Ausprobieren und wie schaut es aus mit dem Eigentumsvorbehalt bzw. auch mit dem Eigentumsübergang. Jetzt war das du dran, Tobias. Bitte! Vorausschicken wir mal, dass es nicht so ist, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Gut, ein bisschen schon. Ich habe vor allem ein paar Erfahrungen gemacht, weil man denkt, wenn es der eine oder andere nicht macht und sich das ersparen kann, macht es eventuell einen Sinn. Zuerst einmal kommt einer bei der Tür einer oder es ruft jemand an, hat eine Anfrage, hat ein Anliegen, braucht irgendwas, sucht irgendwas. Das heißt, das Erste, was man mal anschaut, klärt und versucht zu verstehen ist, wer ist mein Gegenüber? Ist es ein Kollege, ist es ein Lieferant, ist es ein Kunde, ist es ein Musiker? Die nächste Frage ist, wie erwachsen sind die Leute? Sprich, haben sie die Adoleszenz schon angeschlossen oder ist es in Wirklichkeit halt jemand, wo man dann halt draufkommt, okay, da haut das noch nicht hin, da haut das noch nicht hin. Sprich, obwohl es laut Boss schon so und so alt sind, haut es halt in Wirklichkeit noch nicht die Reife. Das ist noch nicht dort. Nicht? Die nächste Frage, die ich mir dann stelle, ist, kann ich jemandem was liefern, jemandem was machen, eine Serviceleistung bieten, ein Instrument am Bogen und jemanden wirklich zufriedenstellen? Das ist eine relativ wichtige Frage, weil erst dann wird es überhaupt interessant, dass man sich über das Gedanken macht, dass man dann eben sozusagen ein Geschäft weiterverfolgt. Man sollte das, was jemand braucht oder will, den Wunsch, den jemand hat, das sollte man möglichst gut verstehen. Nur dann kann man auch ein möglichst passendes Geschäft oder ein möglichst passendes Angebot legen. Dass jemand prinzipiell ein gewisses Alter haben muss, in Österreich ist es 18, dass er geschäftsfähig und geschäftsmündig ist, das ist klar. Es kann sein, dass das von Land zu Land verschieden ist. Also ein Semmel darf sich auch ein 14-Jähriger oder ein 12-Jähriger kaufen. Das Geschäft darf er anschließen, Dinge des täglichen Lebens, aber er kann nicht mit 14 dastehen und um so und so viel 1000 Euro einkaufen. Das geht nicht, da braucht man dann die Eltern auch dazu. Okay, jetzt kommen wir mal zur Ware an sich. Also entweder handelt es sich um ein neu gebautes Instrument, wenn man es selber gemacht hat, weiß man, dass man es selber gemacht hat. Das heißt, da ist die Echtheit einmal außer Zweifel. Ja? Dann weiß man auch, wie lange man braucht hat dafür, man weiß, was es für Leistungsspektrum hat und. Das ist unkompliziert. Ein bisschen diffiziler wird das Ganze, wenn es um antike Instrumente geht. Und speziell, wenn sie ein bestimmtes Preisniveau erreichen anfangen oder sie dann in einem ganz netten Preisniveau bewegen. Da geht es einmal zuerst um die Echtheit. Sprich, ist das Instrument von dem Herrn so und so gebaut worden? Ist es in seiner Werkstatt gemacht worden? Sind alle Teile zusammengehörig? Und wenn die Sachen einmal geklärt sind, wobei das lässt sich natürlich auch nicht bei allen Instrumenten wirklich klären, ja, dann geht es um den Zustand von dem Instrument. Das heißt, dafür ist ein gescheiter Zustandsbericht notwendig, den man halt so gut man kann macht. Es kann ohne weiter sein, dass man sogar, wenn man Erfahrung hat damit, auch noch was übersieht. Also ein Bodenstimmriss, ein Deckenstimmriss, ein Bassbalkenriss, Wurmfraß und so Sachen sollte man nicht übersehen. Ob ein Instrument, das 300 Jahre alt ist, theoretisch ein kleines Deckenrissel irgendwo am Rand mehr oder weniger hat, wird den Wert nicht wesentlich beeinflussen. Ob es Wurmfraß gehabt hat und in welchem Ausmaß, das beeinflusst das Ganze schon. Also, zuerst ist die Echtheit ein Thema. Wenn sie sich klären lässt, dann ist in jedem Fall der Zustand ein Thema. Dann geht es natürlich um die Qualität von dem Instrument. Das heißt, es bringt ein noch so echtes und teures Instrument, das einfach nicht funktioniert und wo nichts rauskommt und wo man auch nicht zaubern kann aus irgendeinem Grund. Das bringt das Instrument jetzt nichts. Das ist dann eher sowas wie eine Wertanlage, wobei der Wiederverkauf gar nicht so einfach sein dürfte. Ja? Und dann geht es um
also es geht auf der einen Seite um den Wert und dann geht es aber um den Preis, was das Instrument letztendlich hat. Und da muss man wissen, dass ein Preis als gemeiner Handelswert gesehen wird, wobei gerade jetzt mit Investoren, die also sozusagen Instrumente zu sehr, sehr hohen Preisen kaufen, sie das gerade verändern anfängt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist wieder ein anderes Thema. Man darf für ein Instrument auch mehr verlangen. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass der Kunde sehr genau darüber aufgeklärt wird. Sprich, es besteht von Firmenseiten her eine sogenannte Hinweispflicht. Der Kunde muss wissen, das Instrument ist im Normalfall so viel wert, aber weil es so ein gutes Instrument ist oder so einen guten Klang hat oder so einen tollen Lack hat oder so ein tolles, besonderes Holz hat, verlangt man mehr dafür. Das ist legal. Wenn es mehr als das Doppelte vom sogenannten gemeinen Handelswert kostet, dann muss man darauf hinweisen, dass es sich um einen Liebhaberwert handelt. Und da empfehle ich, zur Absicherung das auf die Rechnung aufschreiben. Also in Österreich ist das der sogenannte Paragraph 934 ABGB, der die Verkürzung um die Hälfte beschreibt. Das heißt nichts anderes wie, der Kunde ist ganz klar darüber informiert worden, dass es sich um einen Liebhaberwert handelt, weil sonst, wenn das nicht draufsteht und er will es aus irgendeinem Grund nicht mehr, könnte er die Wandlung beantragen. Was jetzt in Wirklichkeit heißt, man verkauft ein Instrument um einen sehr hohen Preis. Das Geld verbraucht man natürlich, wenn man zahlt Rechnungen oder man geht irgendwie blädeln damit oder tut irgendwas damit. Und dann steht der Kunde da und sagt, ich will mein Geld wieder haben, du kannst dein Instrument wieder haben. Das kann einen schon in Probleme bringen. Ja? Wie gesagt, wenn die Hinweispflicht erfüllt wurde und der Kunde wirklich darüber aufgeklärt wurde, dann ist auch das legal. Ja? Über den Zustand, jetzt komme ich nochmal ganz kurz auf den Zustand zurück, über den Zustand kannst du nicht diskutieren. Wenn ein Riss drinnen ist, ist er drinnen. Und die Wertminderung ist bereits, wenn es ein Wertminderungsriss ist bereits da. Ja? Und so Diskussionen, wo ich mir jetzt zurückerinnere, ja, das ist so ein oberflächlicher Haarriss im Stegbereich, um einen Stimmstockriss zu umschreiben. Da geht es natürlich genau nur mehr darum, dass was suggeriert wird, um eine Wertminderung nicht an den Kunden weiterzugeben im Preis. Und das ist nichts anderes wie klarer Betrug. Wenn es um eine Bestellung geht, dann gibt es genau zwei Varianten. Meistens wird so gemacht, dass die Leute dann eine gewisse Anzahlung verlangen auf den Endpreis von dem Produkt. Dann gibt es eine gewisse Wartezeit, sprich es gibt letztendlich einen Liefertermin. Und da ergibt sich dann oder kann sich das Problem ergeben, was ist, wenn das Instrument dem nachher nicht taugt oder nicht passt. Ja? Ich selber mache es anders, das heißt, wenn jemand sagt, du, ich hätte gern eine Geigen oder eine Bratschen oder was auch immer, dann registriere ich das und sage einfach nur, ich melde mich dann, wann ich fertig bin. Ich kassiere keine Anzahlung, Gott sei Dank brauche ich das nicht, weil wir nur Materiallager haben und ich habe jetzt auch nicht, wie viele Instrumente, wo ich nicht weiß, wer es brauchen könnte. Also soll es wirklich sein, dass ein Musiker damit dann nicht zufrieden oder nicht glücklich ist es sogar gut, wenn er es nicht kauft. Das Letzte, was ich brauchen kann oder was ich will, ist, dass jemand ein Instrument hat kaufen müssen, nicht zufrieden ist, weil klar, der wird dann entsprechend nicht glücklich sein und genau die Meinung kundtun. Also ich lebe ganz gut davon, dass die Leute zufrieden sind mit dem, was ich mache und was ich anbiete. Nicht? Und vor allem, ich habe auch dann keinen fixen Liefertermin, der unter Umständen mir einen Stress macht. Ja? Die mag ich eigentlich auch nicht, sondern ich rühre mich an, wenn die Sachen einfach fertig sind. Aber wie gesagt, die einen machen es so, die anderen machen es so. Ich habe für beides Verständnis. Für einen Musiker ist es sicher angenehmer, wenn er nicht unter Druck kommt und was kaufen muss, was er eigentlich nicht will, nur weil er einen Vertrag unterschrieben hat und eine Anzahlung geleistet hat. Aber wie gesagt, das handhabt halt jeder anders. Wenn es um das Thema des Ausprobierens von einem Instrument geht, dann ist es im Normalfall so, dass man als Geigenbauer, sage ich mal, ein Instrument versichert hat. Das heißt, sollte dem Kunden in der Zeit, wo er es ausprobiert, wirklich was passieren, dann ist das Schlimmste, was er machen muss, anrufen und sagen, du, tut mir leid, ich habe einen Unfall gehabt mit der Geigen oder mir ist sie runtergefallen oder sonst irgendwas. Aber in der Regel ist dafür dann auch eine Versicherung da, die den Schaden leistet.
Bei nicht alle Versicherungen ist es so, dass in einer weltweiten Deckung, weil die Kunden sind halt natürlich global unterwegs und es kann ohne weiter sein, dass jemand 2 Wochen nach Amerika auf eine Konzertreise fährt und das Instrument bereits bei dieser Reise spielen will. Man muss dann wissen, das muss man mit der Versicherung einfach vorher anklären, dass sozusagen im weltweiten Geltungsbereich die Versicherung 100% des Wertes abdeckt und nicht nur 75%. Und das machen die Versicherungen, wenn man es extra darauf anredet schon. Dass ein Musiker auf ein Instrument aufpasst, aber wenn es nur entliehen ist oder wenn es gemietet ist oder sonst irgendwas, das setze ich voraus, weil ich ja diese Erfahrungen habe. Das heißt, das sind die allerwenigsten, die den Gedanken haben, naja, gehört eh nicht mir, das blockt mir jetzt nicht sonderlich. Also da habe ich wirklich die Erfahrung, dass die Leute sehr gut auf die Instrumente aufpassen, dass die im Normalfall auch wirklich sehr sauber gemacht werden, dass sie pfleglich behandelt werden. Das ist alles wirklich was, das kann ich aufgrund der Erfahrung auch so sagen. Und ehrlich gesagt, das freut mich auch. Weil, weißt du, man macht jetzt ein Instrument oder man restauriert ein Instrument, das macht doch eine gewisse Arbeit, eine gewisse Mühe. Und wenn das dann entsprechend behandelt wird, das hält richtig bei Laune. Ja. Umgekehrt natürlich, wenn man sieht, das kommt komplett versaut oder wie zugeschnitten zurück, ja, dann denke ich mir schon, okay, ich möchte nicht wissen, wie es bei dir daheim ausschaut, wenn du das Instrument schon so daherzahst. Nicht? Aber wie gesagt, die allermeisten machen das wirklich super. Wenn ich jetzt den Kunden kennengelernt habe, und mir vorstellen kann, was könnte der brauchen, dann gibt es genau 2 Möglichkeiten. Entweder habe ich ein Wort da, sprich ein Instrument oder einen Bogen oder halt eine Serviceleistung, die jemand braucht, oder ich muss es machen. Wenn ich was da habe, wo ich mir denke, das könnte passen, ja, dann lasst man es einmal mal ausprobieren und dann gibt man es halt auch mit zum Ausprobieren. Jetzt sind die Leute natürlich sehr unterschiedlich, das heißt, es gibt Leute, die brauchen ein bisschen länger, die wollen es natürlich, was auch sinnvoll ist, am Lehrer zeigen, was auch sinnvoll ist, im Orchester ausprobieren, Kollegen im Orchester zeigen und. Je besser die Musiker sind, desto genauer wissen sie selber, was wollen und was brauchen. Das funktioniert an sich sehr, sehr gut. Und wenn halt jemand am Anfang seiner Musikerkarriere ist, dann braucht er natürlich entsprechende Unterstützung von seinem Professor, von seinem Lehrer, von der Familie und. Also sagen halt dann alle was dazu. Das wird dann unter Umständen ein bisschen länger dauern, bis zu einer Entscheidung kommt, ob passt oder nicht. Also prinzipiell, ich mache so, dass ich die Musiker jetzt nicht jetzt irgendwie einen Druck mache, wann sie sich entscheiden müssen und im Prinzip nach einer Woche schon anrufe und sage, ja, ich brauche das jetzt dann bis Donnerstag eine Entscheidung oder sonst irgendwas. Das bringt eigentlich nicht viel, weil sobald jemand das Gefühl hat, dass er unter Druck kaufen muss, ich schätze das auch überhaupt nicht. Also ich hab's halt auf der anderen Seite mit Lieferanten oder Vertretern, da gibt's die wirklich angenehm sind und die auch Sachen zum Ausprobieren einmal geben. Werkzeug zum Beispiel ist das in meinem Fall. Aber ich sage dann dazu, Leute, es kann sein, dass ich die nächsten 14 Tage nicht einmal dazu komme, dass ich es ausprobiere. Aber ich melde mich dann, sobald ich die ersten Erfahrungen und Ergebnisse habe. Und das funktioniert eigentlich hervorragend. Ich habe nicht das Gefühl, oh Gott, der Wort, der will, der muss, der braucht. Und umgekehrt ist es meiner Erfahrung nach auch das für die Kunden das Angenehmste. Und wie gesagt, die Leute sind alle so vernünftig in Wirklichkeit, dass sie sich dann selber rühren und sagen, okay, ich habe das jetzt ausprobiert, das passt, das gefällt mir, kann man da vielleicht eine Kleinigkeit ändern oder gibt es einen anderen Kinnhalter, der mir besser passt. Also das sind Sachen, die sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und wenn man sozusagen ein entsprechendes Service anbietet und die Leute das auch von vielen anderen Musikern, die halt von uns Kunden sind und die Erfahrungen schon gemacht haben, dass das so läuft, das kommt eigentlich auch sehr gut an. In ganz seltenen Fällen kommt es auch vor, dass ein Musiker, ich sage jetzt mal, sehr, sehr lange Instrument ausprobieren will und das dann eigentlich ohne einen Kommentar irgendwann auf Aufforderung zurückbringt. In Wirklichkeit natürlich jetzt und dann eventuell gleich das nächste mitnehmen will, wieder für 2 Monate oder so. Man kriegt dann schon ein Gefühl dafür, ist das jetzt jemand, der, ich sag's jetzt einmal, ohne einen einzigen Aufwand, außer einer kurzen Anreise vielleicht, und ohne dass er selber Saiten kauft oder selber Versicherung zahlt, einfach auf einem guten Instrument spielen will. Also irgendwann fragt man natürlich dann schon, na, wie schauen wir aus?
Ja? Oder man will mal einen Nachweis sehen, können Sie das überhaupt zahlen? Das ist eine legitime Frage, aber ich sage, die allermeisten sind anders. Ja? Ist mir selber, glaube ich, erst 1- oder 2-mal passiert und das ist immer nach dem ersten Instrument hat sich das dann so weit geklärt, dass ich gesagt habe, bitte gehen Sie jetzt woanders hin. Ja? Keine Ahnung, wo die Dame oder der Herr jetzt grassieren, ist ja schon ein paar Jahre her, aber es ist dann auch wirklich nicht mehr relevant. Nicht? Und dann geht es noch um ein Thema Eigentumsvorbehalt bzw. Eigentumsübergang. Also, wenn heute ein Kunde das erste Mal dasteht und kauft ein Instrument oder einen Bogen oder irgendein anderes Produkt oder eine Serviceleistung und man hat dann auf der Rechnung unten, weil es halt so üblich ist, draufstehen, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, dann ist es ein sogenannter Eigentumsvorbehalt, der nicht hält, es sei denn, der Kunde ist schon über einen längeren Zeitraum schon bei uns, hat schon ein paar Rechnungen gekriegt, wo das einfach draufsteht, dann sagt der Gesetzgeber, okay, dann muss ihm das klar sein, da gibt es einen Eigentumsvorbehalt. Wenn ein Kunde das erste Mal kommt, müsste man ihm, und zwar vor Offertlegung, einen Vertrag über den sogenannten Eigentumsvorbehalt hinlegen, was man natürlich nicht macht und auch nicht wirklich machen kann. Ja? Weil damit unterstellt man jemanden ja prinzipiell, du hast nicht einmal vor, das zu zahlen. Ja? Aber nur, dass die Leute das auch wissen, also Eigentumsvorbehalt, wenn bei einem Erstkunden das ist, das hält einfach nicht. Ja? Das heißt, wenn jetzt jemand was kauft, er kriegt die Rechnung mit, zum Beispiel auf offene Rechnung, dann ist ab dem Zeitpunkt der sogenannten Willensübereinstimmung, sprich, der eine sagt, ich will es verkaufen, ich will das haben dafür, und der andere sagt, passt, ich kauf's. Ist das Eigentum bereits übergegangen. Da habe ich noch weder eine Rechnung geschrieben, noch hat der was unterschrieben, noch hat der Geld gezahlt. Das muss klar sein. Ja? Oder man muss es einfach wissen. Und wenn jetzt irgendwann ein Geschäftl zum Beispiel steht, da haben dann so Geschäfteln, die so Reparaturen und so weiter machen, könnte beim Geigenbau genauso sein. Was weiß ich, Reparaturen werden nur gegen Barzahlung ausgehändigt. Funktioniert natürlich nicht, weil wenn der Kunde kommt und sagt, ich hab jetzt kein Geld mit, ja, oder keine Bankomatkarten mit, schicken Sie mir die Rechnung oder geben Sie mir die Rechnung mit, dann darf ich nicht sagen, na, du kriegst dein Instrument nur, wenn du die Kohle da herlegst. Das ist nicht legal. Ja. Wird hier und da trotzdem praktiziert, aber nur das sollten Kunden einfach wissen, sie haben sehr viele Rechte und das ist auch gut so. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich als Firma wissen, wie mache ich ein Geschäft, dass es halt letztendlich ein Geschäft ist. Sprich, ein Kunde mit einer Ware zufrieden ist und ich zufrieden bin, weil ich dafür ein Entgelt bekommen habe. Das ist der Sinn der Sache. Das war es jetzt einmal mit dem Video, wo es um Geschäftsanbahnung geht, wo es um einen Kundenkontakt geht, wo also sozusagen der Geschäftspartner, der Kunde, das Gegenüber eingeschätzt werden muss und möglichst gut beraten und möglichst genau verstanden werden soll, was braucht jemand. Dann, wenn es darum geht, wie ist die Ware benannt, vom Zustand her, was ist sie wert, was hat es für einen Preis, was hat es für eine Qualität, ist es passend zu dem Wunsch des Musikers. Ja? Dann, wenn es darum geht, wie lang kann man was ausprobieren, was macht Sinn, ja? Wenn jemand was bestellt, wie wickelt man dann das an? Ja? Beziehungsweise auch, wenn es um das Thema Eigentumsvorbehalt oder Eigentumsübergang geht. Ihr könnt sehr gern, wenn ihr Lust habt, auch was in die Kommentare schreiben. Und für alle, die sich jetzt mit dem Schreiben nicht so ganz sicher sind bezüglich der Rechtschreibung, 3., 4. Fall oder sonst irgendwas, ihr könnt auch ohne weiteres gerne ein Foto posten. Ja? In jedem Fall freut es mich, dass ihr dabei wart und vielleicht passt es auch fürs nächste Video, dass wir uns wieder sehen. Pfiat euch! Dann fange ich ganz am Anfang nochmal an. Jetzt warst du dran. Nein, warte mal, falsch. Nein, ich bin jetzt nur bei der ersten Zeile. Und könntest du meine Listen da lassen? Kasper, gib mir den Zettel her. Kannst du mir auch so einen ausdrucken? Ja, du wirst das ja wohl hören können. Ja, aber dann ist es spät, ne? Ah, passt, oder? Ja, ich habe jetzt nicht zugehört, aber ich
Denk schon, oder? Wieso hörst du nicht zu? Was tust du denn? Ja, Handy spülen. Wie heißt das neue Handy-Ablenkspiel, das in Deutschland alle Minister spielen? Candy Crush Genau. Saga, echt jetzt? Ja, echt wahr. Also schon Teil in Kiebel. Du rennt? Rennt schon? Ja. Ja gut. Aber freilich. Dann mach ich Kurze das nur Pause. als zwei- Wir einen Schluck Kaffee trinken und geschwind eine rauchen gehen. Brauchen wir kein Licht abdrehen, nichts ausstecken.